Das erste besetzte Haus in Potsdam oder öffentlich besetzte Haus war die Dortu 65. Die wurde im Dezember 1989 besetzt und wurde aus dem Kreis der Antifa-Gruppe in Potsdam gegründet, die sich ab 87 unter dem Dach der Kirche organisiert hatte, um gegen das zunehmende Neonazi-Problem vorzugehen oder zumindest öffentlich zu machen, dass es in der DDR ein Problem mit Neonazis gibt. Und an der Geschichte lässt sich so ein bisschen auch eine Kontinuitätslinie oder auch die Vorgeschichte der Besetzung nachweisen. Wir sehen eben, dass alle Besetzungen, die so ab 89, 90 begonnen haben, eben schon die Vorgeschichte in der DDR haben. Sie kamen zum Beispiel aus dem Alternativmilieu, was sich im holländischen Viertel beispielsweise schon organisiert hatte. Sie kamen aus Teilen der Oppositionsbewegung, also Stichwort alternative Antifa-Gruppe. Und sie kamen aus dem Kreis von KünstlerInnen oder Organisatoren von Musikveranstaltungen. Eine Typologie von Hausbesetzungen, die das sehr genau unterscheidet. Auf Potsdam angewendet gab es Besetzungen, die auf alternative Wohnformen abzielten. Dann gab es Besetzungen, die eben wie auch schon zu DDR-Zeiten das individuelle Wohnungsproblem lösen sollten. Dann gab es alternativökonomische Unternehmungen, also alternative Jugendzentren, Cafés, Kneipen und so weiter. Wenn wir das nicht geschaffen hätten, dann hätte es diese Kultur hier in dieser Stadt auch so nicht gegeben. Man kann auf jeden Fall sagen, dass es hier in Potsdam eben eine starke linke Szene gab, eben auch ähnlich wie in Berlin. Und dementsprechend auch viele Projekte. Und die Stadt hat angefangen, immer mehr von diesen Projekten zu beenden und zu räumen. Deswegen suchten natürlich viele Leute Ausweichorte. Das Archiv war halt insofern günstig gelegen, da es nicht in der Innenstadt lag und die Speicherstadt sowieso sehr zerfallen war. Hier wurde nach der Wende auch nicht investiert. Und es war halt so ein bisschen fernab vom Schuss. Die Legende besagt auch, dass es einen Tipp gab aus anderen Kreisen, der so ungefähr lautete, na, da ist ein Haus, das stört ihr vielleicht nicht. Und dann sind Leute diesem Ruf gefolgt und das Archiv wurde besetzt. Es war eine sehr indifferente Situation. Man wusste im Grunde genommen gar nicht, wie man damit umgehen sollte. Man gab Sympathien auf der einen Seite, weil die Häuser verfielen ja, ne, viele. Und dann gab es wenigstens einen Ansatzpunkt, die vor dem weiteren Verfall zu retten. Auf der anderen Seite war aber die Lebensweise, die da zum Ausdruck kam, für viele Potsdamerinnen und Potsdamer sozusagen befremdlich. Und ich kann mich auch noch an die Szenen erinnern damals, wenn man da durch die Gutenbergstraße gegangen ist. Das war wie so ein riesiges, Chaotenwohnzimmer, würde ich mal sagen. Da standen Sofas auf der Straße, da wurden offene Feuer gemacht, da wurde Musik gemacht, da wurde getanzt, da wurde wahrscheinlich auch gekifft und sonst was alles, viel Bier getrunken. Das war schon sozusagen für die Etablierteren und Menschen hier in der Stadt, das war schon eine Anfechtung, sagen wir mal. Aber man wusste eigentlich gar nicht, wie man mit der Situation umgehen sollte. Insbesondere was die Hausbesetzung in der Innenstadt anging, gab es auf der politischen Ebene große Diskussionen, Kontroversen auch, wie man mit dieser Situation umgehen sollte. Ich habe damals gesagt, also wenn die Eigentumsverhältnisse so sind, dass wir unmittelbar Einfluss darauf nehmen können, dass das legalisiert wird, dann kann man das ja machen. Das war eine Empfehlung. Das zweite ist, auch vermittelnd tätig zu werden zwischen Eigentümern und den Hausbesetzern damals. Und das dritte war, das auch mit einer Perspektive zu verbinden, zu sagen, wenn die dann in diesen Häusern sind, dann muss man denen auch behilflich sein, Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Und dazu wiederum bedarf es natürlich auch bestimmter Organisationsformen, also eines eingetragenen Vereins oder wie auch immer, sozusagen da auch mit Beratungskompetenz reinzugehen. Allerdings auch klare Grenzen zu ziehen. Und die Grenzen, die sind von mir damals so definiert worden, dass dann gesagt worden ist, also sofern sozusagen Gewalt ausgeübt wird von diesen Häusern und das auch nachgewiesen werden kann, oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, dann wird geräumt. Die Fabrikräumung ist ein Beispiel, was sehr herausragt, weil dort das erste und so gut, glaube ich, wie auch das einzige Mal versucht wurde, eine Räumung vehement militant zu verhindern. Es wurde erst vorher besprochen natürlich in einem Plenum, wie sollte man sich verhalten, wenn geräumt wird. Räumungstermin stand fest.
Und dann tat sich eben die Situation auf, dass an dem Morgen der Räumung sich unten eine Sitzblockade bildete und oben im Dach sich Vermummte verschanzten. Und bei Räumung ging die Polizei sozusagen vor gegen die Sitzblockade und dabei wurden irgendwie Steine vom Dach geworfen. Das artete ziemlich aus. Es gab eine ziemliche Auseinandersetzung während dieser Räumung und eben auch noch nachts. Und am nächsten Tag war die Stadt sozusagen in Schockstarre, weil das eben so eskaliert war. Da kann ich mich an eine Situation erinnern, da ist, glaube ich, ein Haus geräumt worden oder es gab irgendwelche andere Auseinandersetzungen, genau weiß ich nicht mehr. In dessen Verlauf es dann auch dazu kam, dass da so ein richtig kleiner Häuserkampf stattfand. Dann geriet unter anderem auch ein Dachstuhl in Brand. So. Der wurde dann von der Feuerwehr gelöscht. Und ich erinnere mich noch an die Schlagzeile, die der damalige Polizeipräsident, Herr von Schwerin, dann veranlasst hat, indem er formuliert hat, dass was die Briten 1945 hier nicht zerstört hätten, an wertvoller Bausubstanz, historischer Bausubstanz, das würde jetzt sozusagen die Hausbesetzerszene beseitigen. Das war natürlich eine riesige Zuspitzung der Situation und macht eigentlich sehr schön deutlich, dass es sozusagen überhaupt kein Gefühl für die Situation gab, also auch keine angemessenen Handlungsstrategien. Nur die Polizei hat das gemacht, was die Politik wollte. So, und die war ja sehr indifferent. Es gab damals durch die Polizeiführung allerdings sozusagen, die ja im Wesentlichen westlich geprägt war, das muss man dazu sagen, die Forderung, eine relativ harte Linie durchzusetzen, also möglichst die Häuser zu räumen. Dem haben wir uns in der Stadt eigentlich immer mehr auch ein Stück weit widersetzt. Da gab es schon immer große Kontroversen. Also es gab ein großes Festival hier auf dem Hof, also im Haus, außerhalb des Hauses war ein großes Festival. Drüben auf der anderen Seite war noch nicht viel los, aber irgendwie, ich weiß ja nicht, was da war. Auf jeden Fall stand da ein Bagger und dieser Bagger brannte irgendwie. Von wem auch immer der angezündet wurde, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde es uns in die Schuhe gesteckt und daraufhin hatten sie wieder ihre gewaltbereiten Autonomen und ratzfatz wurde das Haus geräumt. Genau, also ich weiß bis heute nicht, wie das zu diesem Baggerbrand kam. Und ich sage mal auch, selbst wenn es irgendjemand aus dem Dunstkreis wäre, warum muss eigentlich ein ganzes Haus, wo ganz viele Leute wohnen, wo ganz viel Kulturarbeit findet, räumen wir irgendwie, und wenn es 2, 3 Idioten wären, die irgendeinen Bagger anbrennen, ein ganzes Haus zu räumen, was da los war, irgendwie, was den Leuten angetan wurde. Genau, da gab es heftige Reaktionen. Erstmal wurde gesagt, dass das Archiv nicht zurückbekommt. Damit fing die Verhandlung an. War erstmal eine super Basis. Genau, da waren natürlich eine Menge Leute enttäuscht und sauer drüber. Und dann gab es halt diese Bürobesetzung, was ja spektakulär war. Und die Leute sind dann alle festgefahren für 2 Tage. Eigentlich ging es auch den Leuten darum, die damals das Büro besetzt haben, eigentlich um wirklich eine Verhandlung zu führen. Und also so auch ein Austausch. Also einfach war erstmal eine schlechte Grundlage, wenn es da auch eigentlich um Hunderten von Leuten ging, die was verloren haben. Also so die einen, die hier wohnten, die anderen, die hier einfach Kultur machten, hier arbeiteten etc. irgendwie. Und da war es erstmal ein schlechter Anfang. Verhandlungen waren immer schwierig, weil Verhandlungen nie, also meiner Meinung nach zumindest von der Stadt her, nie wirklich ernst gemeint waren. Also es gab keine Bereitschaft von Seiten der Stadt her wirklich Zugeständnisse zu machen, was ja eigentlich eine Verhandlungsbasis wäre. Die wollten uns einfach nur loswerden, ist meine Ansicht dazu. Es gibt da ein Beispiel in der früheren Geschichte, es wurde im Zuge von Verhandlungen, also früher meine ich jetzt lange vor dem Archiv, wurde ein Haus der Stadt übergeben nach Verhandlungen und die Stadt hat ein Ausweichobjekt für dieses Haus zugesagt. Dieses Ausweichobjekt war dann letztendlich eine Pappbaracke.
Also überhaupt nicht gleichwertig. Die Leute waren aber nun aus diesem Haus schon draußen und kriegten dann diese Pappbaracke. Und wir haben dann lange Zeit gefordert, dass die Stadt ihr Wort hält und ein wirklich gleichwertiges Ausweichprojekt übergibt. Lange Zeit waren überall in der Stadt Schlüssel und Schlüsselsymbole gesprüht und plakatiert, weil der Schlüssel war das Symbol, gebt uns den Schlüssel zu dem versprochenen Objekt. Es hat dann auch einen Versuch gegeben, am 11.11. um 11.11 Uhr den Schlüssel vom Bürgermeister zu schnappen und den dann quasi als Pfand, wir geben uns euch den Schlüssel wieder, wenn wir unser Ausweichprojekt kriegen. Allerdings ist auch die Aktion, die eigentlich eine Spaßaktion sein sollte, ganz schnell in einer Art und Weise abgeglitten, die wir eigentlich nicht wollten. Wir mussten dann legal werden, hatten alle keine Lust, legal zu werden, aber es musste dann mal sein irgendwie, weil sonst hätten wir einfach keine Chance gehabt, haben wir abgewogen, okay, wichtig ist, dass es weiterlaufen kann irgendwie und dass die Leute nicht auf der Straße bleiben. Das Archiv wurde letzten Endes zurückgegeben, weil die Stadt insofern den Kompromiss eingegangen ist, wenn man das Haus legalisiert, dann dürfte das in einer gewissen Form bleiben. Dafür musste halt eben eine juristische Person eingebracht werden, das in der Form dann der Archiv e.V. wurde. Und für diese Übergangszeit war eben die AWO hier als Träger. Das ging dann, glaube ich, über ein paar Jahre, bis halt der Verein in der Lage war, das dann eigenständig zu übernehmen. Das Archiv hat 2013 nach langen Verhandlungen einen Erdbaupachtvertrag mit der Stadt geschlossen. Seitdem sind wir Pächter des Grundstücks und tatsächlich Besitzer dieses Hauses. Wir haben dieses Haus für 1 Euro gekauft, denn dadurch, dass das Haus sehr baufällig war, war es quasi ein Negativwert zu dem Verkehrswert, den die Stadt hier hat erstellen lassen. Kleiner Teil einer großen Welt, so irgendwie, finde ich. Deswegen finde ich es auch nochmal gut. Archiv hatte das Glück, dass es überlebt hat, aber es hat wirklich unheimlich schöne Objekte nicht überlebt. Die Charlottenstraße 28 ist tatsächlich ein Ausweichprojekt für 2 Häuser aus der Innenstadt. Also vermutlich, das ist irgendwie gerade nicht mehr so gut konstruierbar, die Deutelstraße und Gutenbergstraße, in denen die besetzt waren. Und dann hat die Stadt eben gesagt, okay, wir räumen euch nicht, aber ihr müsst die Häuser freiwillig verlassen und dann könnt ihr dieses Haus nutzen. Dann ist ein Teil der Bewohnerinschaft ist dann hier in die Charlottenstraße gegangen. Das waren aber nicht sehr viele und es gab am Anfang hier auch 2 verschiedene Gruppen, die ganz unterschiedliche Motivationen hatten. Also es gab eine ganz politische Gruppe, die gesagt hat, okay, das ist ein Innenstadtprojekt, wir wollen das irgendwie politisch halten, wir wollen hier in der Innenstadt so einen Leuchtturm schaffen und das irgendwie wirklich nutzen. Und dann gab es eine Gruppe, die gesagt hat, okay, nee, das ist für uns hier ein schönes Zuhause, wir nutzen das für uns und wir wollen hier unsere eigene Kneipe haben, von der wir uns privat finanzieren. Und darum gab es dann Debatten und es wurde recht schnell klar, dass eine größere Gruppe Lust hat, einen linken Buchladen zu gründen, weil irgendwie auch klar war, die Szene braucht Theorie. Und dann gab es hierum genau irgendwie Debatten und irgendwann hat sich eben die Gruppe durchgesetzt. Also es war vermutlich sowas wie 2002, dass der Sputnik sich gegründet hat. Dann eine Gruppe gesagt hat, okay, wir wollen hier linke Bücher in die Stadt bringen. Und dann wurde so langsam klar, okay, wir wollen auch das Haus nutzen, wir wollen die Bewohnerinnenetage nutzen und wir brauchen Geld dafür. Also wurde die Kollektivkneipe gegründet und sozusagen so ein Saufen für die Revolution als Motto rangehangen und gesagt, okay, das soll irgendwie unser Wirtschaftsbetrieb sein. Und die Idee war, dass das so ganz eng verzahnt ist. Also dass es sowohl die Leute, die hier oben wohnen, auch im Sputnik und der Olga aktiv sind und dann sozusagen die eine Seite dafür da ist, dass es Geld gibt, einfach eben die Olga, und auf die andere Seite wollte eben Bildung und Kultur. 2008 wurde dann das Projekt letztlich legalisiert und ein Erbbaupachtvertrag mit der Stadt geschlossen. Genau, das Haus hat so 4 Unterprojekte, die auch schon genannt wurden. Die Olga, der Sputnik, der Umsonstladen und die BewohnerInnen des Hauses. Ich fange mal mit der Olga an, mit der Kollektivkneipe. Die hat einfach als Angebot, ein offener Raum zu sein für Austausch, ist
liegen viele Flyer, Informationen aus. Man kann sich Spiele ausleihen irgendwie für einen Abend. Und die Getränkepreise sind dadurch relativ erschwinglich. Das Kollektiv, die Kollektivmitglieder allesamt unentgeltlich arbeiten. Also die zahlen sich keinen Lohn aus, machen die Tresenschichten, die Getränkebestellungen, alles unentgeltlich. Dadurch sind einerseits die Preise niedriger, andererseits können die Gewinne, die gemacht werden, komplett für gute Zwecke verwendet werden, was einerseits eben der Erhalt des Hauses ist, was ja eine Auflage ist für den Hausverein, die Sanierung, aber andererseits auch Fortbildungen oder Workshops, politische Vorträge, Infoveranstaltungen und eben auch kleine Konzerte, Kulturveranstaltungen in der Olga. Der Sputnik ist auch im Kollektiv organisiert, bietet einfach Beratungen an, wenn man jetzt sich irgendwie zu irgendwas Besonderem fortbilden will, sich Bücher angucken will. Dann gibt es noch den Umsonstladen unten im Keller. Im Umsonstladen gibt es Klamotten, Haushaltsgegenstände, Spielzeug, Schmuck, Accessoires, die dort abgegeben werden können und wieder mitgenommen werden können. Alles kostenlos, alles basiert sehr darauf, dass die NutzerInnen sich selber einbringen, also selber ihre Sachen einsortieren, ein bisschen versuchen, Ordnung zu halten. Als weitere Gruppe im Haus gibt es die Bewohnerinnen, die hier vor allen Dingen den Hausverein bespielen, den Verein Neue Farben e.V. und sich für die Erhaltung des Gebäudes einsetzen, Baustellen koordinieren und das alles selbst verwalten. Genau, die heutige Motivation für das Haus ist einfach das Erbe, was uns die Hausbesetzerinnen-Szene in der Stadt gebracht hat, zu erhalten. Also wo Leute wirklich ihr Kopf und Kragen hingehalten haben teilweise und viel Lebenszeit reingesteckt haben, das auch zu erhalten. Wir wollen hier das Privileg nutzen, mitten in der Innenstadt über so viel Raum verfügen zu können und den möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Wir möchten gerne Kultur und Theorie, also vor allen Dingen linke Kultur und linke Theorie hier in die Innenstadt bringen. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Genau, wir wollen diskriminierungsfreie Räume schaffen. Also Räume, in denen klar ist, jetzt kein Rassismus, Platz, kein Sexismus oder irgendwelche anderen Gewalt- und Aggressionsformen. Also die Nutzerinnen der Charlottenstraße und ihrer Teilprojekte sind eigentlich sehr bunt durchmischt. Die bunt durchmischte Nutzerinnengruppe ist sicherlich im U-Laden. Also dort würden wir sagen, ist es wirklich herkunftsklassenübergreifend, was an Menschen den Laden nutzt und dort Sachen abgibt oder auch abholt. Also es sind wirklich ganz unterschiedliche Menschen. Aber auch die Olga hat das durchaus. Also es gibt immer mal wieder Touristinnen, die sich hierher verirren, aber es ist jetzt schon nicht unbedingt die Regel. Aber die Olga ist auch, dadurch, dass es ja eine Kneipe ist, tatsächlich ziemlich durchmischt. Also dass da ganz verschiedene Leute hinkommen, die nicht nur sich der linken Subkultur zuordnen. Dennoch muss man sagen, ist das die Hauptnutzerinnengruppe insgesamt. Letztendlich darf hier jeder kommen, der kein erwiesenes Arschloch ist. Es ist natürlich schon so, dass sich eine bestimmte Lebensweise in einer bestimmten Szene anreichert. Weil das hat auch was mit Werten zu tun. Leute, deren Wert oder Sinn des Lebens ist, möglichst viel Materie oder Besitz anzuhäufen, die werden sich hier in der Regel nicht so sehr finden. Es sind schon Menschen, die andere Werte haben, denen solche Orte wichtig sind. Und insofern kann man schon von einer Szene reden. Kleines, sauberes Städtchen. Also zuerst mal war die Zeppelinstraße 25 nie besetzt. Das war immer ein Ausweichprojekt für besetzte Wohnungen in der Clara-Zetkin-Straße. Es musste auch viel gebaut werden, weil das Haus anfangs nicht wirklich bewohnbar war. 2017 hat dann der Verein das Haus gekauft. Da konnte dann die große Baustelle stattfinden, wo dann das Dach gemacht wurde, die Fassade, eine Heizung eingebaut wurde. In erster Linie verwalten wir uns selbst. Die Menschen, die hier wohnen, machen auch die Verwaltungsaufgaben. Wir haben uns in AGs organisiert. Und jede AG hat halt ihre eigenen Aufgaben. Menschen engagieren sich in den AGs und so wird das Haus am Laufen gehalten. Erstmal ist zu sagen, wenn viele Menschen zusammenleben, dann gibt es natürlich viele unterschiedliche Bedürfnisse und da entstehen natürlich auch Konflikte.
Für diese Konflikte muss aber eine Lösung gefunden werden und ist auf jeden Fall wichtig, auch Konflikte anzusprechen und Bedürfnisse zu äußern, damit eine Lösung gefunden werden kann. Das Besondere, was wir hier vielleicht haben, ist das Buddy-System, damit keine Person so hinten runterfällt und niemand weiß, was mit ihr gerade ist. Jede Person hat einen Buddy und die Buddy-Person weiß, was bei der Person gerade los ist, ob es ihr gerade gut geht, ob es ihr schlecht geht, welche Dinge sie gerade beschäftigen und kann auch vermitteln bei Konflikten. Das Gelände ist ja nie geschlossen. Wir haben 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche auf. Es gibt hier einfach keine Tür, die irgendwo zugemacht wird. Sicherlich sind die einzelnen Häuser in sich geschlossen, aber jetzt speziell auch für die Graffiti-Szene bedeutet es einfach hier immer hingehen zu können, auch wenn man irgendwie nachts um 3 plötzlich den Drang verspürt, ein Bild malen zu müssen. Das heißt, wir haben von Anfang an schon irgendwie die Verantwortung ein bisschen auch abgegeben für das Außengelände und haben gesagt, ey Leute, ihr kommt hierher und so wie ihr das Gelände nutzt, so wird es am Ende auch aussehen. Und wir haben total wenig jetzt Vandalismusschäden oder wo Leute hierher kommen und auf dem Gelände feiern und ihren Scheiß da liegen lassen, sondern irgendwie scheinen alle ganz achtsam mit dem Gelände umzugehen. Das Freiland ist ein Jugend- und Soziokulturzentrum. Uns gibt es seit ungefähr 10 Jahren. Nächstes Jahr haben wir ein großes 10-jähriges Jubiläum. Eröffnet haben wir das Ding am Freiland, dem 13. Mai in 2011. Ja, das ist ein ziemlich großes Gelände hier. Es sind ungefähr 10.000 Quadratmeter, stehen hier 5 Häuser drauf. Wir haben hier ein sehr breites Spektrum von Leuten, die das Gelände nutzen. So haben sich eine Menge unterschiedlicher Interessen auf der Straße wiedergefunden. Viele Leute in dieser Stadt eigentlich sich wahrscheinlich auch gefreut hätten, wenn die Leute, die damals den Spartacus Club gemacht hätten, einfach sich müde gelaufen hätten und irgendwann hätten wir uns irgendwie zerstreut. Aber dann kam irgendwie der verrückte Chef der Stadtwerke damals und hat uns angeboten, dass wir auf dieses Gelände drauf könnten und hier würden nur noch 10 Leute arbeiten. Ja, und dann hatten wir plötzlich ein 10.000 Quadratmeter Gelände mit 5 Häusern drauf. Und so ist es entstanden. Wir haben dafür ein Konzept geschrieben und jetzt sind wir seit 10 Jahren hier und kriegen sogar Förderung der Stadt dafür, dass wir hier eine Menge coole alternative Kultur- und Mitmachangebote irgendwie an den Start bringen. Ja, unser Projekt ist ja relativ sicher, aber es gibt ganz viele andere Projekte, die akut bedroht sind oder beziehungsweise schon geräumt wurden. Also hier die Liebisch 34 jetzt gerade und Potze, Dragstor, Meuterei, die Riga 94, die ist akut bedroht. Der Köpiwagenplatz sollte jetzt Ende Februar schon geräumt werden vom Eigentümer aus. Ja, das sind alles so Freiräume, um die haben wir natürlich Angst, ja, und weil sie eben durch die Gentrifizierungsprozesse aktiv bedroht bzw. bekämpft werden und eben aus der Stadt verdrängt werden. Es gibt eigentlich keine akuten Befürchtungen oder Ängste, weil das Haus halt legal ist und dadurch keine Gefahr einer Räumung oder sowas besteht. Also unser Freiraum hier ist institutionalisiert. Weil es eben gekauft wurde. Es ist ja halt immer noch irgendwie einfach auch der Raum, in dem wir wohnen und eben nicht nur eine politische Fläche. Genau, es gibt einfach die verschiedenen Personen, die hier leben, haben einfach ganz andere Lebensrealitäten. Also zwischen den Projekten gibt es, würde ich sagen, ein solidarisches Miteinander. Was alle Projekte irgendwie auch gemeinsam haben, ist die Bauerei. Da ist es auf jeden Fall sinnvoll und auch schon passiert, dass sich Projekte vernetzen. Zum Beispiel gibt es ein Projektgerüst, was umhergereicht wird, wenn gebaut werden muss.
Die Schöllenstraße ist ein Innenstadthaus und das ist wirklich das ganz Besondere. Das war damals auch schon nach der Hausbesetzung oder als es als Ausweichprojekt angeboten wurde, was ganz Besonderes. Und es war allen auch sofort klar, weil eigentlich wurden die Häuser eher so in Ausweichprojekte in Babelsberg oder in Potsdam-West eben angeboten. Deswegen haben wir zum Beispiel immer Transbis draußen zu hängen, versuchen die auch tagespolitisch aktuell zu halten und immer mal auszutauschen. Und wir merken auch, dass das eben Menschen anzieht. Ein kleiner Nachteil dieser Innenstadtwirkung oder dieser Außenwirkung innerhalb der Innenstadt ist, dass wir eben auch mehr auf dem Präsentierteller sind. Es eben auch schon zu Angriffen kam von Nazis oder irgendwie Rechtsradikalen. Wir auch schon jetzt in Telegram-Gruppen von Corona-LeugnerInnen erwähnt wurden als Staatsfeinde mit einem Foto des Hauses. Wir haben kein Mitspracherecht jetzt in städtepolitischen Auseinandersetzungen oder Fragen, was wir uns natürlich auch wünschen würden, weil wir da, glaube ich, eine Meinung einbringen, die sonst wenig vertreten ist in jetzt der offiziellen Politik aktuell, weil in der offiziellen Politik es eben mehr um Wirtschaftlichkeit oder um preußisch Disneyland geht, hier alles schön zu machen, aber nicht so sehr um die Menschen, die das Ganze dann nutzen und erst recht nicht um Menschen aus einer linken subkulturellen Szene. Zu meinem Verantwortungsbereich gehört die Kulturfinanzierung, also Kulturförderung, die Kultursteuerung, die städtischen Museen, die Schiffbauer Gasse, die Gedenkkultur und natürlich auch das Thema Alternativ- und Jugendkultur. Also ein Beispiel ist das Archiv. Da sind wir ja seit Jahren, arbeiten wir ja mit dem Archiv gut zusammen. Und da fließt Geld in die Sanierung. Jetzt sind vorgesehen und eben zum größten Teil auch schon abgerufen 1,2 Millionen Euro für die Sanierung des Gebäudes. So, da geht es vor allem ums Erdgeschoss. Und dann wird man sich sicherlich darüber unterhalten müssen, wie wir umgehen mit den Proberäumen im Keller. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten der Förderung, in dem Fall dann eben der Förderung der Investivstruktur des Hauses. Wichtig ist natürlich, dass wir davon wissen. Also wir haben jetzt Kontakt zu verschiedensten Projekten, aber natürlich nicht zu allen Projekten der Alternativkultur. Einrichtungen wie das Freiland, auch so eine kommunikative Schnittstelle sind. Dass also zum Beispiel, wenn das Freiland von Projekten in Not weiß, dann richten die zum Teil die Anfragen oder leiten die Anfragen weiter an uns. Und auf die Art und Weise erfährt man dann eben, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Ja, wir sitzen gerade im Kaffeehaus 2. Das ist so unser Diskurs- und Kleinkunstort, sage ich jetzt mal. Die machen natürlich viel mehr als Kleinkunst, sondern hier finden politische Veranstaltungen statt, Lesungen, Lesekreise, Konzerte, aber auch Tanzveranstaltungen. Und das ist so der Ort, der hier grundsätzlich so im Gegensatz zum Spartakus, der ja eher so für den Nachtbetrieb da ist, hier auch am Tag offen hat und wo Leute sich treffen können und so. Das Freilandcafé. Und das ist so ein bisschen das, was wir, an Freiheit eingetauscht haben, wenn es darum vielleicht geht, irgendwie eher so einen kleinen, feinen Space autonom zu bespielen, war die Entscheidung hier, also dieses Riesengelände zu nehmen und damit was zu machen und dafür auch die Verantwortung zu nehmen, bedeutet aber auch, dass man das kann man nicht unterm Radar fahren lassen. Wir sind halt in der öffentlichen Aufmerksamkeit und da kommen schon auch Leute vorbei und gucken mal, ob die Sachen so gewartet sind und ob das technisch so läuft. Und jetzt geht es halt in die Richtung auch von, wir wollen das Ding entweder kaufen oder einen Erbbaurechtsvertrag dafür erstreiten. Und ein paar echt fitte Leute haben die alte Villa Wildwuchs am Park Babelsberg besetzt. Das ist die Dacia, die gibt es heute noch, glücklicherweise. Und es ist wirklich gut. Willkommen im Bungalow der Herzen. Was ist das für ein Haus? Das im Herbst 2008 besetzte Häuschen mit Havelblick wurde als Fährhaus erbaut, in Zeiten bevor die Humboldtbrücke die Potsdamer Innenstadt mit Babelsberg und dem Zentrum Ost verband. Lange nachdem die Fähre abgeschafft und die Stadtpopulation um einiges gewachsen, wurde das Haus als Kindertagesstätte umfunktioniert.
bis die Streetworkerin vom Wildwuchs die ideale Lage und die Möglichkeiten der Räumlichkeiten für ihre Sozialarbeit nutzten. Diese mussten dann 2007 ausziehen, weil für eine Dachreparatur Unsummen veranschlagt wurden. Heute kennt man das Häuschen in bester Lage als autonomen Freiraum, als soziale Begegnungsstätte und linkes Kulturzentrum. Warum wurde besetzt? Zur Zeit der Besetzung sah sich die Sub- und Alternativkultur in Potsdam diversen Bedrohungen ausgesetzt. Das Spartakus wurde geräumt, Pachten für Hausprojekte sollten erhöht werden und die Stadt versuchte wieder alles, was nicht in ihr eigenes idealisiertes Bild passte, noch vor der Landtagswahl loszuwerden. Als Reaktion auf diese Entwicklung und als klares Zeichen gegen die Verwertungslogik und der einhergehenden Verdrängung wurde das leerstehende Haus besetzt und belebt und so ein neuer Freiraum geschaffen. Produkt eurer Ignoranz, hieß es damals treffend in den ersten Statements. Die Stadt zieht sich wieder erwartend zurück. Was machen wir hier? Wir wollen ein Ort des solidarischen Miteinanders sein, an dem man sich von den neoliberalen Gesellschaftszwängen, dieses auf so vielen Ebenen zerstörerischen Strukturen und Systemen und der Verwertungslogik des unaufhaltsamen Marktes, soweit es irgendwie geht, befreien kann. Wir verwalten uns selbst, organisieren uns basisdemokratisch und wehren uns dagegen, dass dieser ganze kapitalistische Wahnsinn über unseren Gartenzaun steigt. Alles, was dafür notwendig ist, läuft prinzipiell solidarisch und unkommerziell. Und alle Angebote werden erst durch engagierte Leute möglich und existent gemacht, die sich eigenverantwortlich, freiwillig, aus Spaß und Freude und mit Überzeugung darum kümmern. Regelmäßig kochen Menschen für Menschen auf großer Flamme in der Fukü. Wer hat und kann, legt für auch immer mal wieder beachtliche 3-Gänge-Menüs ein paar Taler als Spende ins Glas, die dann meistens die Ausgaben wieder reinholen. Es geht aber nicht nur um ein günstiges Essen, sondern auch um den entstehenden Treffpunkt. Beim gemeinsamen Kochen und Essen, Zusammensitzen und Quatschen kommen Menschen zusammen und tauschen sich über die Tische hinweg aus. Im Haus hat sich früh schon eine Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt eingerichtet. Diese lädt Laien, Experten und alle, die Lust haben oder Hilfe brauchen, regelmäßig zum Schrauben ein. Auch hier wird kein Service eingekauft, sondern selbst Hand angelegt. Geboten wird Rat, Hilfe, Werkzeug, das ein oder andere Ersatzteil, die Gelegenheit, sich so manche Handgriffe abzugucken und auch mal einen Kaffee zu trinken. Im Umsonstladen lässt sich neben so manch schmucken Zwirn auch Nützliches für Haushalt, Büro oder was auch immer finden. Und eigener Überschuss darf im Gegenzug für andere zur weiteren Verwendung einsortiert werden. Hier zeigt sich ganz exemplarisch und praktisch, vieles kann auch ohne Kohle laufen und ist sogar besser für die Umwelt. Nicht lang nach der Besetzung ist neben dem Haus ein Volleyballplatz aufgetaucht. Einfach so durch Menschen in Eigeninitiative, ohne Antragstellung oder Fördermittel. Sobald die Temperaturen es zulassen, ist diese auch quasi in Dauernutzung. Ein wertvoller Beitrag zum Sportangebot der Stadt, würde man andernorts lesen, und tatsächlich haben weder Stadt noch die Schlösser-Stiftung jemals dagegen protestiert. Ansonsten beschäftigen sich die Leute mit der Pflege des Gartens, ziehen Obst, Gemüse und auch Blumen. Der Raum wurde und wird sonst zum Beispiel für Vorträge, Konzerte, Lesungen, Feiern und vieles mehr genutzt. Wenn Mensch es genau betrachtet, bieten wir keine Angebote, sondern einen Raum für solche, für Ideen und Projekte, die so in ihrer solidarischen Form in den jetzigen Zuständen der Gesellschaft sonst kaum einen Platz finden würden. Selbstredend haben wir ein Grundverständnis von solidarischem Zusammenarbeiten und das geben wir auch genauso weiter. Sexismus, Rassismus, Nationalismus, Homophobie, Deutschland und diese ganze Scheiße finden hier einfach keinen Platz. Um ein ganz aktuelles Beispiel für Konflikte mit Stadt- und Schlösserstiftung zu wählen, müssen wir die Auseinandersetzung um das Strandbad anführen. Dabei hat sich gezeigt, wie stur und kompromisslos die Stiftung und die Verantwortlichen der Stadt sind, wenn es darum geht, Ansprüchen der Stiftung gerecht zu werden. Nachdem über Monate im Geheimen ein Flächentausch und eine Neugestaltung der Flächen am Strandbad ausgehandelt wurden, regte sich Widerstand, mit dem weder die Stadtverantwortlichen noch die Stiftung gerechnet haben. Eine erkämpfte Informationsveranstaltung machte deutlich, dass es zahlreiche und große Bedenken sowie eine breite Ablehnung solcher Pläne gibt. Für bekloppte 100 Meter Schotterweg wird das Strandbad verkleinert und ein Haufen Kohle kommt auch noch aus dem Stadtsäckchen dazu. Je mehr man sich mit solchen Thematiken auseinandersetzt, desto fassungsloser macht das Ganze. Es ist unglaublich, dass im 21. Jahrhundert, in dem das Wissen um die Krise dieses kapitalistischen Systems längst offenkundig und allgemein bekannt ist, nach wie vor die ewig gestrigen, Reichen und Mächtigen über die Schicksale der restlichen Bevölkerung verfügen. Dagegen wehren wir uns. Und dafür kämpfen wir auch hier in Potsdam. Und dafür brauchen wir Orte wie die Datscha, das Freiland, das Rechenzentrum, die ganzen Hausprojekte, Gruppen und Initiativen, die sich nach wie vor dagegen stemmen, in diesen Abwärtskreislauf gezogen zu werden. Am Ende ist es die politische Arbeit, das solidarische Verhalten, das, was uns befreien kann. So sehr sie uns auch befreit und eine kleine Blase schafft, in der wir Schutz vor dem Kreislauf des Marktes finden, so kräftezehrend ist sie auch. Zehntausende Demos und es hat sich so scheiße wenig geändert. Und nicht nur das, sondern Menschen, die sich engagieren, sich anstrengen und oft bis über ihre Grenzen gehen, werden dann noch mit Repressionen überzogen,
und müssen auch noch dagegen ankämpfen. Wir können vielleicht nicht die Welt retten, aber wir können wenigstens im Kleinen etwas bewirken. Von daher sagen wir weiterhin Nein zum Mietvertrag, um sicherzustellen, dass diese Keimzelle der Solidarität selbstbestimmt und unabhängig bestehen bleibt. Naja, La Dacia hat natürlich nochmal eine besondere Situation, weil das befindet sich ja unmittelbar im Weltkulturerbe. Hier gibt es auch einen nicht unerheblichen Druck von der UNESCO, sozusagen, das wieder dem ursprünglichen Park zuzuschlagen. Es gab die Absicht der Stiftung Schlösser und Gärten, das eigentumsmäßig auch wieder zu bekommen. Dem haben wir uns aber bisher widersetzt. Und das ist nach wie vor ein Riesenkonflikt mit der UNESCO. Und bei allen regelmäßigen Terminen wird das immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Aber da haben wir so eine Strategie gefahren des Ignorierens, sagen wir es mal so. Mir ging es damals so, ich fand Potsdam so ein bisschen piefig, ehrlich gesagt. Also ich habe mir mal gedacht, die Stadt, die braucht junge Leute, weil davon gehen auch Impulse aus. Und das kann der Stadt nur gut tun, sozusagen. So. Also das war sozusagen die Privatperson Jan Jacobs, aber ich habe hier eine Funktion gehabt. Und in dieser Funktion musste ich natürlich auch feststellen, dass viele Leute damit überhaupt nicht umgehen konnten. Und deine Aufgabe als jemand, der in der Kommunalpolitik tätig ist, ist auch sozusagen ein Ausgleich zwischen diesen unterschiedlichen Interessen herbeizuführen. Wenn Sie nach dem Image fragen, dann muss man natürlich immer gleich fragen, das Image bei wem? Ja, also, denn das ist so, also Potsdam ist ja eine stark fragmentierte Stadt mit den unterschiedlichsten Einwohnergruppen, die, also es gibt ganz viel neu hinzugezogene oder neu zugezogene, die zum Teil ein anderes Bild von der Stadt haben als diejenigen, die seit 50 Jahren hier leben. Ich glaube, je weiter sie weggehen, desto stärker steht das Preußen-Image im Vordergrund. Also wenn Sie in der Stadt hier selber leben, glaube ich, ist es schwer, über das Image zu sprechen, weil dann nehmen Sie eher ja ein Bild wahr von der Szene, in der Sie sich jeweils bewegen. Ich glaube, dass das ein Trend ist, der jetzt an Fahrt aufnehmen wird. Einfach auch dadurch, dass sehr viel Kreative sich zusammengefunden haben und Potsdam eben nicht nur eine Stadt des Barock ist, sondern auch eine Stadt, die jung ist und die sich eben auch über Kreativität versteht. Ich glaube, dass die Stadt, wenn sie sich tatsächlich nur um das Thema Barock und Friedrich und Preußen bemüht und dieses Image, dass sie sich dann möglicherweise selber musealisiert. Also die besetzten Häuser oder die Initiativen, die daraus entstanden sind, gerade kulturell, haben die Stadt und die Kulturlandschaft natürlich deutlich geprägt. Einige Projekte, die in dieser Zeit entstanden sind, bestehen heute noch. Die existieren eben noch als kulturelle oder als Einrichtungen, die öffentlich zugänglich sind. Und die haben das Kulturleben auch geprägt. Und waren eben nicht nur eine Nischenerscheinung, sondern bedeutend bis heute. Ansonsten sind alle Projekte natürlich unterschiedlich, haben ihre eigenen Besonderheiten und stehen für sich. Also auf jeden Fall fängt es eine Menge Leute auf, immer wieder in jeder Generation irgendwie. Und also auch gerade die Leute, die sich ausprobieren wollen und die kein Geld haben, irgendwie dafür steht, es ist eigentlich eine Menge Sozialarbeit hier auch geleistet worden. Also die Motivation, die aus einem selbst herauskommt, die man hier verwirklichen kann, das ist eine ganz große Stärke des Archivs, weil es gibt wenig Räume, in die man sich so involvieren kann. Und das ist dementsprechend auch eine der wichtigsten Bedeutungen für diese Stadt, dass es eben Räume gibt, die man selbst gestalten kann und die nicht vorher durch einen Nutzungszweck in Stein gemeißelt werden. Wenn ins Archiv jemand käme mit einem neuartigen Projekt und wir als Gemeinschaft empfinden das als sinnvoll und sinnstiftend, dann würden wir diese Gruppe auch unterstützen. Wir haben hier schon verschiedene Gruppen gehabt. Es gab hier zum Beispiel mal eine Lab-Werkstatt, also Live-Action-Roleplay,
Die konnten hier einen Raum finden, in den sie ihre Kostüme basteln konnten und planen konnten, wie sie dann auf Lab gehen. Und diese Räume können wir halt Nutzerinnen bieten, wenn Nutzerinnen kommen und wir die Möglichkeit dafür haben und mit denen zusammen auch arbeiten möchten. Das entsteht auf Basis unserer gemeinschaftlichen Arbeit hier im Haus. Was die Stadt durchaus versucht hat und wo auch zu merken war, okay, da könnte eine kleine Konkurrenz passieren, war das Archiv und wir. Ja, wir sind personell total verquickt und haben das wahrscheinlich intern nie als Konkurrenz empfunden. Von außen kam das immer wieder die Idee, als das Archiv, als die Sanierung des Archivs, die Sanierungsbedarfe zur Debatte standen und klar war, die schaffen das nicht aus eigener Kraft und auch das Archiv braucht man eine Förderung für investive Sanierungsmittel. Gab es Bewegungen in der Stadtverordnetenversammlung, wo die gesagt haben, kann das Archiv nicht mit ins Freiland? Wieso müssen wir denn jetzt nochmal Geld für irgendwie so einen schrammeligen Subkulturort in die Hand nehmen als Stadt? Und deswegen ist aus Freiland 1.0 Freiland 0.8 geworden. Weil halt von dieser 1 Million Euro, die fürs Freiland gedacht waren, 200.000 Euro ans Archiv gewandert sind, was für uns super pießig war. Aber man hat schon gemerkt, dass in der stadtpolitischen Gemengelage hat man immer wieder versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Ansonsten so die Vernetzung zu diesen ganzen selbstverwalteten Orten, die gar keine Förderung von der Stadt bekommen, von der Dacia über die Olga, den Buchladen Sputnik, das Kuze, okay, das Kuze kriegt Förderung über die Studierendenschaft, aber so eine Strukturen, mit denen haben wir, glaube ich, zumindest in meiner Wahrnehmung nie in Konkurrenz gestanden. Was immer eine Konkurrenz ist, ist diese Ressource Ehrenamt, ja? Im Sinne von, wie viele Leute gibt es in so einer kleinen Stadt, die ehrenamtlich Tresen machen, die sich Veranstaltungen ausdenken und so weiter und so fort. Und da merkt man schon, das überschneidet sich personell. Die Leute, die im Kuze Konzerte machen, sind eventuell auch hier im freien Radio aktiv und sonst was. Die Stadt, das ist einfach keine Großstadt, Potsdam. Und da muss man einfach gucken, dass man sich nicht gegenseitig die Ressourcen abknapst, sondern eher guckt, wie kann man sich unterstützen. Ich würde da nicht von einer Konkurrenz sprechen, sondern von einer dringenden Notwendigkeit, sowas auf dem Schirm zu haben und damit aware umzugehen. Ja. Sowohl der Sputnik als auch die Olga suchen immer wieder neue Kollektivis, die mitmachen, aktiv Tresenschichten übernehmen oder im Verein mitarbeiten. Genau, und da werden eigentlich immer Leute gesucht. Ja, wir waren in den letzten Jahren viel mit der Vorderhausbaustelle beschäftigt. Das hat viele Ressourcen in Anspruch genommen und deshalb mussten andere, auch politische Dinge so ein bisschen weichen. Also da gab es oft nicht mehr so viele Ressourcen für. Das wollen wir aber wieder mehr anfangen. Wir wollen den Infoladen wieder aufmachen und haben schon angefangen, Küfer zu machen. Corona ist natürlich auch immer schwierig. Insofern ist es ja durch Corona kaum möglich, jetzt den Infoladen aufzumachen. Foodsharing, der Verteiler, der ist ein bisschen eingeschränkt offen. Viele soziale Dinge können erst wieder anlaufen, wenn die Corona-Maßnahmen gelockert werden. Was das Besondere hier ist, ist das Zeppi-Fest. Das ist aus einem kleinen Hoffest nur auf dem Hof der 25 entstanden. Inzwischen machen die 3 Häuser in der Zeppelinstraße mit zusammen und wir machen zusammen das Zeppi-Fest, wo es viele Bands gibt und Siebdruckessen und viele Angebote. Ich würde gar nicht von einem Generationswechsel reden, weil es gibt teilweise einen Altersunterschied von bis zu 40 Jahren hier zwischen den Mitbewohnern. Aber was eher ein Thema ist, ist halt sozusagen der Wechsel der Bewohnerinnen und Bewohner, weil eben durch neue Menschen neue Ideen und neue Motivationen dazukommen und sich dadurch halt ständig verändert, was im Haus passiert. Die Strukturen verändern sich, Wissen wird weitergegeben. Mein prägendes Ereignis, glaube ich, war, dass ich
mit mein erstes Kind hier bekommen habe in der WG und wir uns recht spontan entschieden haben, das auch zu Hause zu bekommen. Ich habe meine Mitbewohnerin dann geweckt und die hat nachts noch das Klo geputzt, damit es irgendwie schön sauber ist und hat uns die Flure abgehangen, sodass ich mich auch nackig durch die Flure bewegen konnte und hat uns Tee gebracht und hat der Hebamme Essen gemacht und hat uns Kaffee gekocht und hat zwischenzeitlich auch meinen Freund abgelöst. Als das Werk vollbracht war und mein Kind geboren war es ihr schon am Morgen so, dass auch viele aufgeregt waren und mein Freund immer mal auch rausgehen konnte und irgendwie jemanden da hatte zum Umarmen. Und dann ist einer losgefahren und hat die ganzen Projekte in der Stadt abgeklappert nach Gemüse, weil es war Sonntag und wir hatten irgendwie auch nichts da und er wollte Suppe kochen. Und dann hat er irgendwie aus der Elfi einen Kürbis geholt und aus der Zeppi Kartoffeln oder so. Und das ist alles hergetragen und hier gekocht und alle haben nochmal zusammengekratzt, was sie so an irgendwie Säften oder sowas vielleicht da hatten und dann lagen wir da in diesem Zimmer und es kam so nach und nach die ganze Bewohnerinschaft und hat uns besucht und hat uns bewirtet oder uns geholfen und ja, das war so das prägendste Ereignis, sodass ich das auch mit meinem zweiten Kind wiederholt habe und das auch hier bekommen habe. Genau, das war, ich würde sagen, es waren irgendwie so die prägendsten Ereignisse und irgendwie auch sowas, was so sinnbildlich ist für so eine Gemeinschaft, das eben auch so ganz besondere Situationen zusammen erlebt und ganz viel intimen Raum auch teilt und gleichzeitig irgendwie so füreinander da, sondern eben auch den Aufwand auf sich nimmt, irgendwie Gemüse in der Stadt zusammenzusammeln an einem Sonntag oder so. Also das ist so, genau, einfach so so Gemeinschaft einfach so da ist. Und wenn man die Frage mal auf den Ursprung zurückgeht, was hat die Stadt davon, dass es das Archiv gibt, dann muss ich sagen, dass die Menschen, die sich hier treffen, ein Teil dieser Stadt sind. Und als Teil dieser Stadt haben sie auch einen Anspruch auf einen Teil des Raumes in dieser Stadt. Und die Alternative wäre, dass, wenn man mit uns nicht leben will, dass man uns entsorgt. Solche politischen Systeme hatten wir schon. Ich glaube nicht, dass die irgendjemand wirklich anstrebt. Okay, gibt es vielleicht auch andere Meinungen zu. Aber das wäre die Konsequenz. Für diese Form des Lebens muss es auch in dieser Stadt Raum geben. Und das ist der Wert. Der Generationswechsel im Archiv ist über die Jahre auch unterschiedlich intensiv gewesen. Das Atelierprojekt ist immer ein Ort für Begegnungen. Hier kann man auf ganz klassische Art und Weise sich künstlerisch und kreativ entfalten. Und jüngere Generationen arbeiten da schon manchmal eher mit Computertechnik. Und genauso ist es halt auch in anderen Bereichen. Da kehren dann halt eben auch Veranstalter ein, die gerne elektronische Musik machen wollen, wo zum Beispiel ein paar Ältere sagen, ja, so ein Technokram, das wollen wir hier vielleicht gar nicht haben. Und da gibt es auch immer wieder Unterhaltungen drüber. Aber ich glaube, dass dadurch, dass wir hier so einen breiten Durchschnitt an Altersgruppen haben, können wir uns auch miteinander immer wieder multiplizieren. Und das bietet einfach. Dadurch kommen manchmal Facetten zum Vorschein. Es weckt Kreativität in den Jüngeren, in den Älteren gleichermaßen. Es ist immer spannend. Wir sind momentan insofern eingeschränkt, dass wir in Laden ab 18 sind und arbeiten aber auch an Formaten, dass wir U18-Tresen zum Beispiel machen wollen, dass wir eben auch Leute unter 18 für dieses Haus begeistern können, denn ohne Nachwuchs werden wir den Pachtvertrag hier nicht ausreizen. Wir haben viele Leute, die früher hier recht aktiv waren und heute nicht mehr so oft da sind, aber gerade im Baugeschehen gerne unterstützen mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Know-how, mit ihren handwerklichen Ausbildungen, wo eben auch junge Leute hier mittlerweile sogar Sachen über das Handwerk lernen können. Das ist schon alles sehr, sehr spannend, sehr interessant. Es macht auch immer wieder Spaß, dass man durch diese partizipative Auseinandersetzung immer auch neue Perspektiven entwickeln kann. Ich wünsche mir für die Zukunft des Archivs, dass es immer Leute geben wird, die sich hier engagieren, dass es immer neue Leute geben wird, die hier willkommen geheißen werden und die dazu eingeladen sind, sich hieran zu beteiligen. Weil es ist ein unglaublich großes Haus und dementsprechend braucht es auch ein paar mehr Menschen, die diese Verantwortung auch bereit sind zu übernehmen. Ich hoffe, dass sich die in Zukunft finden werden, weil das ist die Grundlage, ohne die wir dieses Haus nicht weiterentwickeln können. Aber wir würden diesen Sendeplatz dennoch dazu nutzen, um die Menschen zu animieren, sich zu informieren, selbst zu organisieren und für Freiräume zu kämpfen.
Lasst uns diese rassistischen, patriarchalen und geldgetriebenen Normalzustände endlich gemeinsam überwinden. Wir wollen noch Mut machen, dass für Freiräume gekämpft werden muss, dass Räume erhalten werden müssen. Mut machen dazu, vielleicht sich Räume auch anzueignen und für die einzustehen und für die zu kämpfen, weil man eben auch an so Häusern wie an unserem sieht, dass es eben über viele Jahre hinweg vielen Menschen sehr viel Freude und Möglichkeiten bringen kann und dass es eben immer auch eine politische Wirkung nach außen gibt, die eben überhaupt nicht zu verkennen ist und dass es eben eine fatale Entwicklung ist in dieser Stadt, dass das einfach eine Stadt der Schönen und Reichen wird, die sich irgendwie hier einen Luftstoff nach dem anderen hinsetzen und gleichzeitig die Menschen, die tatsächlich hier leben, völlig weggedrängt werden. Das sehen viele andere Menschen nicht, ja, dass es sowas gibt in der Stadt und dass es eben die Stadt auch, also dass es auch ein Teil der Stadt ist und dass auch viele Menschen gerne hier wohnen, weil es eben solche Räume gibt. Und wenn die Räume dann irgendwann nicht mehr da sind, dann fragen sie sich, ja, was ist denn passiert? Wem gehört die Stadt? Die Stadt gehört uns allen, ja, Stadt für alle. Wir lassen uns nicht vertreiben. Kleines, sauberes Städtchen, mein Mädchen. Du bist nicht wie die meisten, du bist was ganz Besonderes, ich weiß. Aber kann ich mir dich noch leisten? Du warst tüchtig, du bist fleißig, du baust hier wie ein Held alte Plätze wieder neu auf in die schöne alte Welt. Hier und da ein Schlösschen und da noch ein Palais, die hängen wie dicke Perlen in deinem neuen Dekolleté. Ich muss da immer hinschauen und ich fühle mich auch schlecht, denn ich denk, früher war's kleiner, aber dafür war's echt. Wo sind sie hin? Wo sind die kleinen Nischen und die wilden Gärten, in denen noch Träume sprießen? Wo ist meine Kindheit, mein Tante Emma Laden? Wo ist das alles hin? Kann mir das jemand sagen?